Ich fahre hier dieselbe Kurve im selben Auto und trotzdem treffe ich den Bremspunkt nicht. Mal bin ich zu früh und mal zu spät. Und genau da mache ich nicht nur meine Runde kaputt, sondern den kompletten Stint. 2 Stints auf Sebring im selben Mustang. Gleiches Setup, gleiche Bedingungen. Der einzige Unterschied, wo ich bremse. Und heute geht's auch nur um diesen einen Punkt. Den Moment, wo dein Fuß auf die Bremse steigt. Mehr nicht und alleine das kostet schon genug Zeit. Deshalb fokussieren wir uns nur auf den Bremspunkt, damit du ein Fundament für alle weiteren Bremstechniken hast. Stint Nummer 1. Ich fahre und bremse nur nach Gefühl. Kein Distanzschild, kein Curb, keine fixen Referenzpunkte. Ich bremse also irgendwo und nach Gefühl. Das heißt, dieser Punkt ist jede Runde woanders. Im Auto merkt man das gar nicht so wirklich. Erst wenn man wirklich zu spät bremst und dann die Kurve kaum schafft. Aber wenn du dann 3 Runden übereinander legst, dann siehst du erst, wie weit das auseinander liegt. In der Telemetrie sieht das so aus. Wir schauen uns Turn 5 und Turn 6 auf Sebring an, weil das wirklich Kurven sind, wo du mit hoher Geschwindigkeit ankommst und der Bremspunkt damit nochmal wichtiger ist. Der muss sitzen. Stint Nummer 1. Die Runden liegen zeitlich weit auseinander. Nicht wegen dem Auto oder wegen deiner Fahrtechnik, sondern einfach wegen dem Flow. Was dieser Flow bedeutet, auf das kommen wir später noch zurück. Stint Nummer 2. Gleicher Mustang, aber diesmal mit fixen Referenzpunkten für jede Kurve im Stint. Wir haben 11 Runden und es sind nur 2 bis 3 Zehntel Abstand zwischen den Runden. Das hat mich selbst überrascht, wie groß der Unterschied zu Stint 1 ist. Wenn wir die 2 Stints vergleichen, bin ich nämlich um einiges schneller als in dem ohne fixen Referenzpunkten. Warum ist das jetzt also wichtig für dein Rennen? Also, was bringt dir eine gute Runde, wenn du in der nächsten den Bremspunkt verpasst und dir alles wieder kaputt machst? Im Rennen gewinnst du nicht mit einer Hotlap. Du gewinnst, wenn du wirklich den Bremspunkt 10 Mal hintereinander sauber triffst und die Kurve jedes Mal gleich fährst. Wenn du wirklich konstant wirst. Also bau dir dein konstantes Fundament auf und die Pace kommt dann von selbst. Du wirst dann einfach automatisch schneller. Stell dir vor, du fährst jemanden im Abstand von 3 Zehntel 10 Runden lang hinterher. Du bist ihm richtig im Nacken. Du bist fehlerfrei und baust damit so richtig Druck auf. Das ist dann wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der andere die Nerven verliert und sich mehr auf dich konzentriert als auf sich selbst. Dann passiert der Fehler und du kannst es eiskalt ausnutzen. Und der Fehler wird den anderen auch aus dem Konzept reißen und du kannst ihm davonfahren, bevor er wieder in seinen Flow kommt. Also diese Konstanz ist genau der Flow, in dem du drinnen sein willst. Wie findest du jetzt deine Bremspunkte? Ich empfehle dir den Real-Life-Approach. Stell dir vor, du sitzt nicht im Simulator, sondern in einem echten Auto. Du hast ein Team hinter dir, Sponsoren und das Auto kostet richtig viel Geld. Du kommst also auf die Kurve zu, gehst vom Gas, rollst etwas hin und bremst sehr früh. Und dann steigerst du dich Runde für Runde und du bremst jedes Mal etwas später, bis du merkst, dass es zu spät war, du die Kurve nicht schaffst oder du dich sogar auf der Bremse eindrehst. Dadurch lernst du nicht nur den Bremspunkt, sondern du erarbeitest dir auch mit dem Auto ein gewisses Vertrauen. Im Simulator gibt es aber noch eine zweite, effizientere Methode. Mit dem Active Reset speichert dir einen Punkt auf der Geraden vor der Kurve. Fahr jedes Mal neu auf die Kurve zu und brems immer später, bis du die Kurve nicht mehr schaffst. Dann plan noch ein bisschen Sicherheit mit ein und finde deinen fixen Punkt. Das kann wirklich alles sein. Ein Distanzschild, der Anfang eines Curbs, eine markante Stelle im Zaun, ein Reifenstapel oder irgendein Baum. Wenn du wirklich aktiv suchst, findest du diese Punkte für fast jede Kurve. Aber bitte nutz keinen Schatten als Referenzpunkt. Du willst diese Bremspunkte für immer haben, zu jeder Tageszeit. Auch bei den Hütchen sei vorsichtig. Es kann immer sein, dass jemand diese Hütchen wegkickt und dann ist auch der Referenzpunkt weg. Ja, mit der Methode kannst du dann Kurve für Kurve auf der Strecke wiederholen und dann fährst du am besten noch einen ganzen Stint und versuchst dabei, deinen Bremspunkt auf die immer heißer werdenden Reifen und die Track Evolution anzupassen. Ich selbst nutze beide Methoden. Wenn die Zeit knapp ist, nutze ich die effizientere Methode mit den Active Reset Points, aber wenn ich ein bisschen mehr Realismus will und mir denke, okay, ich sitze in einer Simulation, also ich will ja nicht nur das Auto simulieren, sondern auch den Prozess, dann nutze ich den Real-Life-Approach sehr gern. Jetzt hast du also Bremspunkte für genau das Auto auf dieser Strecke. Ein anderes Auto und vor allem eine neue Strecke bedeuten einen komplett neuen Lernprozess. Ja, das ist leider so, aber du gewöhnst dich dran und da muss auch jeder durch. Du lernst über die Zeit verschiedene neue Strecken in verschiedenen Autos und das gehört halt dazu. Der Strecken- und Reifenzustand, die Streckentemperatur und auch die Linie, die du wählst, um in die Kurve zu gehen,
Die verschieben deinen Bremspunkt. Du bremst in Runde 30 woanders als in Runde 5 und erst recht, wenn du angreifst oder dich verteidigst und damit eine andere Linie durch die Kurve fahren musst. Das ist normal, aber das kannst du nicht auf einmal lösen. Das ist ein Prozess über Zeit. Theoretisch kannst du alle Szenarien trainieren und dich darauf vorbereiten. Aber das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du hast und was deine Ziele im Simracing sind. Für Endurance-Rennen bereite ich mich auf einer sehr heißen Strecke vor mit einer hohen Track Evolution, also mit möglichst wenig Grip. Und dann suche ich mir meine Bremspunkte. Wenn ich sie dort gefunden habe, ist das Einzige, was mir passieren kann, dass ich ein bisschen langsamer bin als die Kollegen, die sich schon auf die kühlere und schnellere Strecke eingeschossen haben. Das kann ich dann im Rennen adaptieren oder kurz vor dem Rennen üben. Ich bin dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kommt dann auch gut zurecht, wenn die Strecke langsamer und heißer wird. Beim Regen sehr nasse Bedingungen zuerst und dann eine Session mit weniger Wasser. Dann habe ich mich auch für den Mittelweg vorbereitet und wenn die Strecke dann auftrocknet. Fahr im Regen aber lieber auf Nummer sicher, als irgendein Risiko einzugehen. Ein Fehler im Regen kostet dir meistens richtig viel, wenn nicht sogar das ganze Rennen. Also gut, Bremspunkte sind keine Begabung, die lernst du einfach. Fokussier dich erstmal konstant zu fahren. Das ist dein Fundament und darauf baut dann auch die Pace auf. Und im Rennen ist genau das der Unterschied. Das wird dir aber nicht nur im Rennen, sondern deiner ganzen Entwicklung als Fahrer helfen. Die Basics, die müssen einfach sitzen. Das musste ich selbst auch lernen. Man will schnell zu viel und man sieht natürlich die schnelleren Fahrer und will auf dasselbe Level. Setz deinen Fokus besser auf dich und das Auto unter dir. Ihr zusammen müsst harmonieren. Ja, und wenn dir sowas taugt, der Kanal ist rechts oben.